zum Schlafen zu gehen, aber wir wollen halt morgen früh aufwachen, damit wir nicht um 10 Uhr vom starken Wind geweckt werden. Es ist 3 Uhr und wir werden jetzt zusammenpacken. Gerade als wir das Dach zusammengelegt haben, hat es angefangen zu regnen. Und jetzt sitzen wir da im Auto. Warten auf bessere Zeiten. Und das hat man halt davon, wenn man seinen Schlafplatz nicht gut genug oder nicht gut genug aussucht. Ich konnte mir nicht viel vorstellen unter 20 km/h Wind mit 40 km/h Böen, weil wenn halt dann ein paar Mal eine 40 km/h Böe kommt, dann ist es halt okay. Aber wenn halt die Böe selbst ein paar Minuten dauert. Wenigstens ist es sehr warm. Also wir haben ohne Heizung geschlafen und jetzt habe ich geschaut, es hat glaube ich 17 Grad. Guten Morgen. Wir haben nochmal 3 Stunden geschlafen. Sollte es genug sein? Es ist gerade der Grundstückbesitzer vorbeigekommen, weil wir noch immer da stehen. Und hat auf Italienisch gefragt, ob wir ein Problem haben, ob er uns helfen kann. Und dann habe ich halt so geschaut und dann habe ich gefragt, ist er nicht Italiener? Und er sagt, nein. Und dann habe ich gesagt, aber es ist okay, dass wir da sind. Habe ich uns doch vorgestellt, habe ich gesagt, Karin und Daniel. Habe ich gesagt, okay. Und er ist der Grundstücksbesitzer eben und alles in Ordnung, dass wir da sind. Wir haben schon ein bisschen Sorgen gemacht. Wir haben uns gedacht, okay, wenn überall so 5-mal steht, einfach verboten und so. Also da steht es eh nicht, aber dass die Leute halt hier das eher nicht wollen, dass man auf ihrem Grundstück steht. Aber da war echt super freundlich. Und die Hunde haben sich auch schon dran gewöhnt, dass wir da sind. Ich schneide jetzt gerade das Video, wo wir aus Marokko rausfahren. Und das ist schon so lang her gefühlt, weil wir einfach so ein hohes Tempo jetzt an den Tag gelegt haben. Und quasi so richtig einmal durchgerusht sind durch Portugal, Spanien, Andorra. Und ja. Aber eigentlich war es ja gar nicht so weit. Es war vielleicht, keine Ahnung, 10 Tage? Ja, 2 Wochen ist das her. Mai, April, April. Mai, März. April. Okay, auf der ganzen Insel gibt es 4 ACSI-Campingplätze. 5. Die schon offen haben. Uns fehlen ja jetzt noch immer Teile für die Scheibenwischer und wir würden die gerne an einen Campingplatz schicken. Da haben wir schon bei 2 angerufen und jetzt eben nachgeschaut und es haben fast alle zu. Wir haben einen Campingführer, den ACSI-Campingführer. Ja, der ist halt sehr praktisch, weil man weiß gleich, was es dort gibt und dass das alles passt und so. Genau, dass es Waschmaschinen gibt und sowas. Das genau. Kann man halt vorher sehen, das ist angenehm. Ja, und sie haben alle zu. Auf der ganzen Insel gibt es alle fettgedruckten Namen von Campingplätze. Und von denen haben 5 Stück offen gerade. Alle anderen haben zu. Ja, die Sonne ist mittlerweile rausgekommen, aber das auch nur, weil der starke Wind die Wolken einfach wegbläst. Und ja, nachdem es hier nicht so einladend ist, auch nicht so zum Spaziergehen und der Karin wegen ihrem Großvater immer noch nicht so gut geht, werden wir uns einfach ohne Filmen direkt zum nächsten Strand beamen. Ich wollte gerade wohin navigieren und rechts unten bei Google Maps ist jetzt so ein Fragezeichen wie bei Super Mario. Und dann Oh yeah, Mario Time. Am 10. März ist Mario Day. Zeit, in deiner Welt als Mario zu navigieren. Let's go! Richtung Norden. Das ist noch komisch. Es hat gerade begonnen zu regnen. Jetzt habe ich schon Handschuhe an. Im März auf Sardinien. Jetzt brauche ich auch noch eine Regenjacke. Why? Außen herum. Also der Weg ist echt schön und die Sonne geht gerade unter und scheint die Wolken an und das ist wirklich, wirklich schön.
Aber es hat gerade gehagelt kurz und der Regen wird immer stärker. Und ja, aber wir haben uns entschlossen, einfach weiterzugehen. Und ich glaube, es ist noch 1 Stunde oder so. Vielleicht auch ein bisschen weniger, bis wir wieder beim Auto sind. Es gibt eine riesige Lacke, durch die wir nicht durch könnten. Stepping out alone. Stepping out every night on my Es ist schon ziemlich dunkel und wir sind jetzt auf so einem kleinen Trampelpfad gegangen. Das ist auch ein offizieller Weg rund um die Lacke. Und sind schon ganz froh, wenn wir wieder auf den großen Weg kommen, wo wir nicht unbedingt Licht brauchen. Okay. Das ist schon wieder eine Lacke, die man kann es leider nicht sehen, es ist zu dunkel. Aber die ist mindestens 20 Meter lang. 20 Meter lang, ja. Und es gibt auf der Seite kein Gras oder so, wo wir vorbei könnten. Wir ziehen uns jetzt einfach die Schuhe aus und gehen durch. Ja, der Trail ist echt mies. Ein Abenteuer, würde ich sagen. Ja. Das ist echt abenteuerlich hier. Aber es ist erst 19 Uhr, also es ist noch nicht sehr spät. Es ist einfach, ja, wir suchen uns immer die blödsten Zeitpunkte aus zum Wandern gehen. Wir dachten auch nicht, dass es wirklich so lange ist. Aber dann war diese Megalacke, dann wollten wir den Umweg machen und der Umweg war aber dann viel schlechter ausgebaut. Ja, deswegen haben wir dann so lange gebraucht und deswegen ist es jetzt schon dunkel. Aber gut, wir werden es zurück zum Auto schaffen, das ist klar. 40 Minuten. Das war echt tief. Wir sind auf der Asphaltstraße, jetzt nur noch 1 Kilometer zu Fuß gehen und dann sind wir zu Hause. Ja. Und das ist noch vor 20 Uhr. Perfekt. Wir sind wieder da, wir haben es geschafft. Home, sweet home. So, wir sind wirklich erleichtert. Wir werden jetzt noch ein bisschen Salat essen und Popcorn. Und Salat und Popcorn. ja, Die Wahnsinnsmischung. und ja, für alle da draußen, geht nicht wandern, wenn es schon dunkel wird und ihr nicht wisst, wie lang der Weg ist. Das ist einfach dumm, okay? Das ist keine Empfehlung, liebe Leute Karin. im Internet. Fast alle Zuschauer sind älter und erfahrener als wir. Ja, aber für die, die nicht sind, für die, die es nicht sind. Und Für die außerdem, 4% unter 17-Jährigen, don't do it. letzte Nacht haben wir ja im Auto geschlafen. Aber ja, heute Nacht soll es okay sein vom Wind her. Und glaube nicht. glaubst du nicht? Naja, Na, ich will nicht Also- wieder übersiedeln. laut Windfinder soll es nicht okay sein, aber laut dem, was ich fühle, was ich sehe, Ja, ist okay. ist es okay, ja. Ja, hoffen wir das Beste. Guten Morgen Und jetzt werden wir schauen, wo wir frühstücken. in Porto Cervo. Wir fahren gerade durch Porto Cervo und es hat aber alles zu. Es scheint irgendwie nicht die Saison zu sein. Wir sind jetzt März, aber ich meine, es ist warm, man könnte da Urlaub machen. Aber ja, es hat alles zu. sind leer. Ja. Schade, schade. Wir haben uns jetzt einfach beim Supermarkt unser eigenes Frühstück zusammengestellt und suchen uns jetzt einen Platz mit einer schönen Aussicht aufs Meer. Weiter geht's Richtung Süden, Nein, Norden. Norden. Zu den Felsen mit den Bergen. Bärenfelsen. Und dann Richtung Süden. We've got everything, can't you see? You've got everything, you got me. Also nicht nur, dass überall steht, dass es Privatgelände ist, was ich nicht verstehen kann, weil es ist ein Felsen, aber gut. Der Parkplatz ist abgesperrt und das Tor ist abgesperrt. Kein Zugang zum Felsen. Ich zeige mir nur mal ein Bild her. Okay. Ich glaube, den haben wir eh schon von der Weite gesehen. Der Wind ist so stark. Aber da drüben kann man Korsika sehen. Waking up alone.
waking up every night on my own. You got everything, can't you see? Der Defender hat uns gerade auf ein Café eingeladen. Na gut, wir folgen ihm jetzt auf jeden Fall. Ja. Ja, also wir haben jetzt mit den zwei Italienern den Kaffee getrunken und die Kellnerin hat zuerst übersetzt und dann habe ich ein bisschen selber gesprochen und ein bisschen mit Google Translate und es geht darum, dass er ein Bed and Breakfast hat und er uns auch eine Tour mit Defender anbieten würde. Liegt nicht ganz so am Weg gerade, aber ja, arrivederci. Das Meer ist richtig schön türkis und ganz flach und der Strand ist auch ganz schön hell vom Sand her. Und da hinten eben der steile Berg. Das schaut ein bisschen aus wie auf den Luftbooten, aber Stimmt, ja, das ist schön da. Aber halt wie immer windig. Aber ich glaube, langsam sind wir so darauf eingestellt, dass es immer windig ist und auch wenn es jetzt schön warm ist, die Sonne scheint, blauer Himmel, nehmen wir trotzdem die Jacken mit aus dem Auto und ja, also ich glaube, langsam kann man sich arrangieren. You got everything, you got me. Going out alone. Going out every night on my own. Und wenn man jetzt da schon links und rechts schaut, die Vegetation in Sardinien ist zwar alles sehr grün und bewachsen, aber es ist alles so niedrig. Also so oft ist es schon der Fall, dass man sieht so, oh, da ist ein Wald und dann ist der Wald aber so niedrig im Gesamten, dass wenn wir das Dachzelt aufklappen würden, dass das Dachzelt aber wirklich oben rausschauen würde und halt komplett im Wind steht. Und deswegen ist die Schlafplatzsuche in Sardinien ein bisschen schwierig. Aber ja, um ein gesamtes Urteil zu fällen, schauen wir noch die nächsten Tage an. You got everything, can't you see? You got everything. Dreaming out alone. Dreaming out every night on my own. You've got everything, can't you see? You got everything, you got me. And you turn me round, and I don't say a word, and I wait for the day, the moment you will say, stepping out alone. For the moment you will say, stepping out every night on my own. And I wait for the day and I'm waiting. We've got everything, can't you see? I can see it and I'm waiting. We've got everything, you got me. Heute wieder ein kurzes Dankeschön aus dem Auto. Wir haben 6 neue Patreons, das ist total cool, Dankeschön. Und zwar an Sven Ole, Arne, Thomas, Oreo on Tour, Christian und Antonius. Vielen, vielen Dank, das ist echt cool. Dani sagt gerade, ich soll üben, mich zu freuen, weil es nicht so aussieht, als würde ich mich wirklich freuen, aber ich freue mich einfach so. Also ich bin nicht jemand, der herumspringt und ich glaube, das wisst ihr auch. Ich freue mich wirklich. Ich möchte mich auch bei den Leuten bedanken, die uns über PayPal unterstützt haben. Und zwar bei Michael, ein anderer Michael als letztes Mal, bei Volkmar, Alexander, Jan und noch eine Michael, der wieder ein anderer ist. Vielen Dank, das ist echt eine Wertschätzung, die wir sehr schätzen. Dankeschön. Die wir sehr wertschätzen. Ja, wertschätzen.